Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play. Ja, Mass Effect, ne? Sakera-Wort will ich nie. Wo kann ich denn zurück zu Normandy? Da. Okay. Ladebalken. Bam, bam, bam. Und dann kann ich den Brandy und die Ingredients überbringen. Ja. Das lohnt sich. Und habe von meiner Crew 2 weitere Quests abgeschlossen. Ich glaube, die nächste, die wir machen könnten, wäre dann Omega. Wo wir uns nochmal hinbegeben können. Okay. An important request from Mr. Ganak Adal-esque. Dear Sir or Madam, having consulted with my colleagues at the Citadel, I have the privilege to request for your assistance to transfer a large quantity of Prothean technology uncovered at Ilos. Believing these materials to be a hazardous danger, they were locked in quarantine. Even though the tests revealed that the fears were groundless, the quarantine remains in effect until one can pay for a permit to request a reclassification from the Cultural Ministry. Knowing of your interest in Prothean technology, I would be happy to deliver most of it into your hands, keeping less than half for myself. As a Praetorian, I cannot engage in council official activities, but if you transfer the 20,000 credits required to me, this exchange could be made in your name, enabling us both the profits from this happy accident. Please reply urgently with your credit transfer account information. Das klingt irgendwie nach Phishing-Mail. Admiral Darok Sen was Moray. Shepard was Normandy. I've been digging through the Alarai. Just wanted you to know that I did find a few things from the experiments Rael Zora was conducting. Had you shared them with me, humanity might have reaped the benefits. Instead, once my own experiments are complete, you and your people will watch from a distance as the Quarian people reclaim not just their homeworld, but the largest synthetic army in the galaxy. Rael Zora's death will not have been in vain. I will complete what he started. Cordially, Admiral Darok Sen was Moray. Das klingt irgendwie nicht so geil. Kinders. Was? You had me so worried when you were trapped on the collector ship. Thank goodness for Edie. The Normandy crew delivered, including you. You're too kind. We were there to help, but Edie gets the credit this time. The elusive man made sure Edie was installed for this mission. Now I see why. Anyway, how may I help you, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Jo, das kann gut sein, dass wir later talken. So, jetzt wollen wir erstmal hier unsere Upgrades fahren. Sniper Rifle Damage. Dann können wir jetzt nochmal Sniper Rifle Accuracy. Headshot Damage. Ist hier noch irgendwas, was wir nehmen können? Nee. Armor Upgrades, die haben wir weiter gekauft. Hard Shields. Und Tech Cooldowns. Prototypes. Sonst nichts mehr? Das war's, okay. Morden. Still need to get to Tuchanka, Shepard. My student's being held by Bloodpack. I'll talk to you later, Morden. We'll be here if you need me. Okay, Tuchanka. Dann labern wir mal mit Garrus und so. Beziehungsweise Crew Quarters müssen wir, glaube ich, sowieso hin, um den Brandy abzugeben. Hier, für dich. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave?
Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Joker will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly it's true. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop and catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? Here's to simply being happily drunk. I'll drink to that. Okay. Na, dieses ist schön, dass jetzt hier alles so schwankt. I can't believe the collectors were once Protheans. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Ja, gerne. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sidonis. Whatever happens with the Collectors or the Reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. How do Turian crews get ready for high-risk missions? With violence, usually. Turian ships have more operational discipline than your alliance, but fewer personal restrictions. Our commanders run us tight, and they know we need to blow off steam. Turian ships have training rooms for exercise, combat sims, even full-contact sparring. Whatever lets people work off stress. You mean Turian ships have crewmen fighting each other before a mission? It's supervised, of course. Nobody's going to risk an injury that interferes with the mission, and it's a good way to settle grudges amicably. I remember right before one mission, we were about to hit a Batarian pirate squad. Very risky. This recon scout and I had been at each other's throats. Nerves, mostly. She suggested we settle it in the ring. I assume you took her down gently? Actually, she and I were the top-ranked hand-to-hand specialists on the ship. I had reach, but she had flexibility. It was brutal. After 9 rounds, the judge called it a draw. There were a lot of unhappy bettors in the training room. We ended up holding a tiebreaker in her quarters. I had reach, but she had flexibility. More than one way to work off stress, I guess. It sounds like you're carrying some tension. Maybe I could help you get rid of it. I didn't think you'd feel like sparring, Commander. You know me, I'm always up for hitting things. And if it makes you feel better. I'd rather not add my name to the list of people you've knocked on their asses. Thanks for coming by, Shepard. And don't worry about me. Whatever happens, I'll be there. Das ist krass, wie man halt hier irgendwie alles flachlegen kann. Was soll denn das? Ist das hier der Playboy-Simulator oder was geht mit denen? Alter, ist das krass. Live-Support, da hing er nämlich drin, ne? Ja, Fame. Do you need something? Have a few minutes to talk? Certainly. What made you decide to become an assassin? I was asked to become one.
The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were training me. I was not to be used and thrown away. I was an investment. You were a child, not an investment. I've given you the wrong idea. They valued me, yes, as a resource, but also as a person. They regretted their need for me. The Hanar? Excessively polite, worship the Protheans? They don't seem the type who train assassins. Every species trains assassins. The Hanar are only unusual in that they need other species to do the killing for them. They have a strong grip and natural toxins, but have you ever seen one move quickly outside of water? Or fire a gun? Why did your parents agree to this? The agreement was made under the Compact. It was an honor for our family. The Compact? We live on the Hanar homeworld because they rescued us, some of us, from extinction. We owe them our lives. That is the Compact. What exactly are the terms of the Compact? There are many things the Hanar can't do, even with mechanical aid. They ask Drell to assist them. This can't be legal. They made your whole race into slaves. Don't insult me, Shepard. Anyone can refuse to serve. Few do. We owe our existence to the Hanar. We are proud to repay the debt. Why was your race going extinct? Overpopulation. That must sound trite to you. Humans developed Mass Effect drive before the problem became acute. Our homeworld, Rakana, had few resources. We hadn't even developed fusion power when the soil began to fail from overuse and pollution. The Hanar found us a century ago. They sent hundreds of ships, evacuated thousands of us. Billions more had to be left behind. What's the state of Rakana now? Do you read your philosophers? A man named Thomas Hobbes? When all the world is overcharged with inhabitants, then the last remedy of all is war, which provideth for every man by victory or death. As Rakana died around them, my people slaughtered each other for mouthfuls of water, crumbs of food. Okay, also dieser Thomas Hobbes, nur mal so als kleinen Einwand, den gibt's wirklich und der hat wirklich diese These aufgestellt, dass die Menschheit sich in nicht allzu ferner Zukunft ausrotten wird wegen Überpopulation. Das heißt, wir müssen langsam anfangen, Menschen zu sterilisieren oder zu töten, damit sie sich nicht weiter fortpflanzen. Das ist zumindest seine These gewesen, ob man die jetzt unterstützt oder nicht. Aber finde ich ehrlich gesagt ganz schön, dass die hier so ein bisschen was auch einbauen, wo man ein bisschen Bezug hat zur Wirklichkeit, wenn man eben von Thomas Hobbes schon mal gehört hat. Gut, dann weiter im Text. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes. I paid no attention to what my body was asked to do, but then... Laser dot trembles on the skull. One finger twitch. He dies. Then, the smell of spice on the spring wind. Sunset-colored eyes defiant in the scope. The laser dances away. My apologies. Drell slip into memory so easily. Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Okay. Interessant auf jeden Fall. So, ich glaube auch, das war's so grob, was wir jetzt machen können. Wir könnten jetzt natürlich noch... Habe ich noch Nachrichten? Nee. Dann schauen wir uns doch mal die Galaxiekarte an. Mars Relay. Hier ist immer noch so viel los. Tuchanka kann man auch noch was machen. Acquire Reaper, IFF. Hier ist noch wirklich so viel los. Ilium, Crescent Nebula, Hourglass Nebula. Ich glaube, wir gehen erstmal in den Crescent Nebula. Und holen uns nochmal ein bisschen Ressourcen hier ab. Wir haben zwar auf Ilium nicht mehr viel zu tun. Für Sale. Wir haben ja eigentlich überhaupt noch nichts gemacht, ne? Überhaupt noch nichts erkundet, das geht ja so gar nicht. Da müssen wir doch mal ordentlich hier schauen, ob wir nicht... wie viele Proben haben wir? Wir haben 60 Proben, das ist natürlich sehr gut. Moderat, das klingt ja
Klingt ja jetzt nicht so geil. Aber wir haben lange keine Rohstoffe mehr gesammelt. Ihr seht, ne? Element Zero habe ich irgendwie nicht mehr ganz so viel. Ist so gut für nichts mehr übrig von. Huch. Aber hier von dem Rest ist echt noch sehr, sehr viel da. Gefällt mir. Gut, dass ich immer, gut, dass ich den ganzen Scheiß eigentlich immer relativ viel gemacht habe. Das, freut einen dann doch so ein bisschen. Ich glaube, hier auf Ilium, beziehungsweise in der Nähe von Ilium, gibt es halt auch irgendwie keine Kaufstation für weitere Proben oder Sprit. Ich glaube, hier ist echt nicht mehr so viel. Da ist noch ordentlich Platinum. Aber ich glaube, größtenteils, da war noch, da. So, dieses Video ist übrigens Steam Sale aufgenommen. Ja. Von daher, ich bin mal gespannt, was alles im Angebot sein wird und wie viel Geld ich wieder an Wolf zahlen werde. Oh, reichhaltig. Warum sind es eigentlich immer die Kleinen, die so hoch sind? Sehr, sehr merkwürdig. Ja, von daher bin ich am Überlegen, was ich noch kaufen möchte eigentlich. Also jetzt, was mir so auf Anhieb einfallen würde, wäre halt das, neue Tomb Raider, ne, das Tomb Raider 2 oder wie auch immer das heißt. Rise of the Tomb Raider heißt, glaube ich. Weil mir das erste schon gut gefallen hat an sich. Könnte man auch mal vielleicht sogar ein Let's Play drüber machen. Könnte man sich auf jeden Fall überlegen, muss ich mal gucken. Ja, und dann an sich, sonst habe noch ein paar Spiele auf der Wunschliste. Sowas wie Deadpool oder so, was halt schon relativ cool ist. Ja, aber wo man halt dann sagt, ja, für 3 Euro oder so nehme ich es mit. Bei mehr würde ich mir dann nochmal überlegen, ne? So. Ja, es ist nur so mittelmäßig. Es lohnt sich nicht zu... Da könnte noch irgendwas sein. Ja, da ist noch was. Von daher bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, auf den Steam Sale. Ich freue mich da natürlich jedes Jahr drauf. Aber wenn ihr die Episode hier seht, dann ist der Steam Sale natürlich auch schon lange vorbei, glaube ich. Dark Souls ist ja also für mich immer noch nicht fertig. Ne? Jetzt wo ich es also ich habe es natürlich schon fertig gespielt. Hey, hier war doch eben noch ein großes Vorkommen. Hast du gerade eben gesehen? Da. Also ich habe es fertig gespielt, ne? Es ist natürlich komplett online. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das noch nicht für euch verfügbar gewesen, sofern dann irgendjemand überhaupt nice sich das gerne angeschaut hat, was ich da geleistet habe. Ich meine, es ist ja auch genauso wie das hier komplett blind gewesen. Das heißt, hui. Hui. Hui, buh. Da war was. Gespiked. Ja. Weiß ja nicht, wie gerne ihr blinde Let's Plays guckt. Ich glaube, das geht so eigentlich ganz gut hier. Jetzt, wo ich eine etwas bessere Maus auch habe, die ein bisschen mehr DPI hinbekommt, dauert das nicht mehr ganz so ewig. Da hat irgendwas spiked hier so ein bisschen hoch und runter. Aber es ist irgendwie nur so mittelmäßiger Kram. Hui. So. Es ist eine Kugel, ne? Darf man nie vergessen. Oh, wow. Das ist ja mal Palladium, aber sowas von depleted, okay. Schön. Dann haben wir hier noch einen sehr, sehr kleinen Planeten und hier ist so, glaube ich, auch so... Okay. Helm.
away. Repeat. Unidentified ship detected in orbit. All units report to ready stations for possible anti-invasion protocol. Detected in orbit. All units report to ready stations for Probe possible launched. anti-invasion protocol. Repeat. Was? Detected in orbit. All units report to ready stations for possible anti-invasion protocol. Repeat. Unidentified ship detected in orbit. Da All ist es. units report to ready. Probe away. Scans have found something. Okay, wir scannen den Planeten erstmal fertig. Und machen dann in der nächsten Episode die Nebenmission. Ja, schon. Probe launched. Ja, es gefällt mir eigentlich auch ganz gut, dass man hier so viel quasi nebenbei noch entdecken kann. Launching probe. Macht immer viel Spaß auf jeden Fall. Und man guckt sich halt zum Planeten an und denkt sich so, oh, ja, was könnten sein? Dann kriegt man halt noch eine Nebenquest eben ja, aufgedrückt, sag ich mal. Und auch wenn das jetzt ein bisschen negativer klingt, als es eigentlich gedacht ist. Launching probe. Warum habe ich da noch nicht nachgeguckt? Ist immer noch moderat, das Ding. Hier ist noch eine ganze Menge. Also eine ganze Menge meine ich natürlich mit Sachen, die ich noch nicht überprüft habe. Da ist noch was. Element Zero. Das ist natürlich sehr nice, wenn man da... You can afford now the Advanced Combat Research Project, okay. Müssen wir gleich mal gucken. Da ist noch ein riesengroßer Spike. Element Zero ist natürlich Launching probe. sehr, sehr wertvoll. Weil ich davon irgendwie relativ wenig immer gefunden habe eigentlich. Also hoffe ich mal, dass wir zumindest in dieser Galaxie hier noch ein bisschen was an Element Zero finden werden. Da ist zum Beispiel auch noch ein bisschen was, zumindest. Kommt nochmal so einen großen Spike Element Zero wäre nicht schlecht. Probe Palladium könnte man jetzt natürlich auch gebrauchen. Ah, da ist noch ein Spike. Okay, der ist aber mehr so mittelmäßig. Aber wie gesagt, auch mittelmäßiges Element Zero ist Element Zero. Probe launched. Sollte man mitnehmen. Okay, jetzt ist er leer. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Episode, wenn wir auf Helim landen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.